Vor der DHL habe ich als Malerlackiererin gearbeitet. Der Beruf war aber dann nichts für mich und deswegen bin ich jetzt hier und der Job macht mir auch sehr viel Spaß. Hallo, ich bin die Maria Grunow. Ich arbeite seit 2014 am DHL Drehkreuz Leipzig als Staplerfahrerin. Ich arbeite im Bereich der Entladung, im Offload und lade die Container mit dem Stapler diesbezüglich aus und befördere sie an den entsprechenden Ort, wo sie dann wieder verladen werden. Als Staplerfahrer braucht man natürlich dementsprechend einen Staplerschein, mit dem man auch Stapler fahren darf. Den kannst du sogar hier bei DHL machen. Diesbezüglich brauchst du natürlich auch einen Fahrausweis, der von DHL ausgestellt wird, damit du überhaupt hier entladen darfst. Mein täglicher Arbeitsbeginn ist natürlich so, ich gehe in meinen Bereich und löse meinen Stapler von der Ladestation und bereite alles vor. Sprich, ich kontrolliere, ob bei meinem Stapler alles in Ordnung ist, dass halt keine Fehlfunktionen vorhanden sind. Und wenn alles in Ordnung ist an meinem Stapler, dann kann ich meiner Arbeit nachgehen und mich an meinem Stapler anmelden. Wenn mehrere Container auf einmal ankommen, dann werden meistens bestimmte Container priorisiert. Da müssen dann die entsprechenden Container natürlich als erstes ausgeladen werden, nach dem Prinzip First in, First out. Sprich, es ist ein DG-Container drin mit Dangerous Goods, dann muss der als allererstes entladen werden, weil das wird priorisiert bei uns. Wir arbeiten mit dem LAX-System, das befördert die Sendungen ganz einfach von uns, vom Offload in das Reload, wo die Fracht dann wieder entladen wird. Darauf passen leider nur kleinere Sendungen wie jetzt Europaletten, die maximal 1,20 Meter hoch sind und 170 Kilo wiegen. Alles andere ist bei uns die größere Fracht und die muss bei uns gescannt werden. Das LAX-System ist mega einfach und erleichtert uns natürlich auch die Arbeit enorm. Ich als Staplerfahrer muss immer darauf achten, dass ich keine kaputten Sendungen auf den Lachs lege, keine DG-Sendungen und auch keine Flüssigkeiten, denn die sind leider nicht lachsfähig, die müssen bei uns gescannt werden. Wenn ich die Fracht auf den Lachs auflege, dann macht unser Supporter die Fracht so sicher, dass die den Lachs ganz normal nach oben gehen kann, ohne dass was passiert. Der Unterschied zwischen Ops Agent 1 und Ops Agent 2 ist halt der, man fängt als Ops Agent 1 bei DHL an. Ich habe angefangen im Koi zu arbeiten, da steht man am Container und lädt halt die entsprechende Fracht auf das Band auf. Man kann sich diesbezüglich auch nach oben arbeiten zur Ops Agent 2, um andere Tätigkeiten auszuüben, wie jetzt Stapler fahren oder am Computer zu stehen, am NMIV die Container einzuchecken. Die Vorteile von meinem Job sind halt die Arbeitszeiten. Ich bin halt ein sehr flexibler Mensch, aber liebe halt die Nachtschicht und liebe es halt tagsüber was zu machen. Das kannst du mit Frühschicht und mit Spätschicht einfach nicht erreichen. Das kriegst du einfach nur mit der Nachtschicht hin. Und ein weiterer Grund ist halt auch das Gehalt. Ich finde das Gehalt super. Für die Stunden, die ich hier arbeiten gehe, verdienst du draußen nirgendwo. Wenn du Bock hast auf den Job, den ich hier auch mache, und Bock hast auf Stapler fahren oder auf andere Sachen, dann bewirb dich jetzt bei uns auf anpacken-dhl.de.